I sent my assistant over, who drives up into Hunter's driveway, and my assistant got out of the car, and they both jumped out and die, mother... Früher galt er als der glatteste Typ im Fernsehen. Er hatte alles. Schnelle Autos, schillernde Outfits und jede Frau in Hollywood wollte an seiner Seite sein. Don Johnson dominierte die 1980er Jahre. Aber was geschah, als die Kameras aufhörten zu filmen, mag Sie überraschen. Wie kann ein Mann vom König der Primetime zum fast Obdachlosen werden? In der einen Minute verdiente er mit jeder Folge viel Geld, in der nächsten musste er verzweifelt handeln, um zu überleben. Während die Öffentlichkeit ihn als Legende feierte, hatte Don mit einer der härtesten Realitäten zu kämpfen. Kommentieren Sie mit 1, wenn Sie Don Johnson schon immer bewundert haben, oder 0, wenn Sie zum ersten Mal von seinem Niedergang hören. Aber wie hat er alles verloren? Und wie kommt er mit 75 Jahren damit zurecht? Wenn Sie erfahren, was er durchgemacht hat, gewinnen Sie vielleicht eine neue Perspektive auf ihn. Der Weg von der Armut zum Reichtum in Hollywood ist wirklich inspirierend. Bevor wir uns mit seinem Ableben befassen, müssen Sie wissen, wie groß Don Johnson war. In den 1980er Jahren galt Don Johnson aus Miami Vice als Stilikone. Er war berühmt dafür, weiße Anzüge, farbige Hemden und keine Socken zu tragen. Er entwickelte praktisch den Look, der so populär wurde. In den späten 1980er Jahren verdiente Don jedes Jahr Millionen. Er hatte erfolgreiche Fernsehserien, Singles, die die Charts eroberten und sogar Filmverträge. Er war wohlhabend, berühmt und stand an der Spitze seines Berufs. Don war nicht nur wohlhabend, er führte auch einen extravaganten Lebensstil. Er besaß mehrere opulente und teure Häuser, darunter eine riesige Ranch in Colorado, ein Haus in Hollywood und eine Luxusvilla in Miami. Seine Autosammlung umfasste ausschließlich die großen Marken: Ferrari, Lamborghini und Porsche. Er lebte den amerikanischen Traum, wenn auch auf eine etwas extravagantere Art und Weise. Das Unternehmen, das er unterhielt, machte deutlich, dass er sich auf einer anderen Ebene befand. Wir sprechen hier von Jack Nicholson, Barbra Streisand, Melanie Griffith und sogar von einem jugendlichen Leonardo DiCaprio, der später mit seiner Tochter Dakota Johnson zusammen war. Dons Leben schien perfekt zu sein, bis es auseinanderfiel. Doch vor den Yachten, pastellfarbenen Anzügen und Millionengehältern war Don Johnsons Leben alles andere als glamourös. In Wirklichkeit kam er so weit weg von Hollywood wie nur möglich. Donnie Wayne Johnson wurde am 15. Dezember 1949 in Flat Creek, Missouri, einem kleinen Weiler im Herzen Amerikas, geboren. Seine Mutter war gerade einmal 16 Jahre alt, als er geboren wurde, während sein Vater erst 19 Jahre alt war. Sie waren im Wesentlichen Kinder, die ein Kind erzogen und versuchten, über die Runden zu kommen. Ihre finanziellen Mittel waren gering und ihr Leben war hart. Als Don noch ein Kind war, zog seine Familie nach Wichita, Kansas, wo er aufwuchs. Don hatte keine perfekte Kindheit. Don wuchs in einer Arbeiterfamilie auf, die gelegentlich mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Seiner Familie fehlte der Zugang zu einer Schauspielausbildung, zu Geld und zu Hollywood-Kontakten. Erschwerend kam hinzu, dass seine Eltern ständig abwesend und besorgt waren. In einem Interview erklärte er: Ich wurde vernachlässigt und missbraucht. Und meine Eltern ließen sich scheiden. Als ich 12 Jahre alt war, dass ich das älteste Kind war, machte es noch schwieriger. Ich war so unglücklich, dass ich mit 16 Jahren von zu Hause wegging. Das ist richtig. Er ist wirklich früh von zu Hause weggegangen. Trotz aller Widrigkeiten behielt Don sein Temperament. Er versprühte rebellischen Charme, eine Einstellung, die man nicht lehren kann. In der Highschool war er ein bisschen verrückt. Er bekam eine Menge Ärger. Er war attraktiv, selbstbewusst und voller Energie. Und wissen Sie was? Er wusste es. Tief in seinem Inneren wünschte er sich also mehr als ein Kleinstadt-Chaos. Er wünschte sich etwas Gewaltiges. Don behauptet sogar,
dass die Armut und die Widrigkeiten, in die er hineingeboren wurde, ihn dazu inspiriert haben, mehr zu wollen. Er sagte einmal, ich stand vor vielen Herausforderungen, als ich jünger war. Diese Herausforderungen waren nicht nur körperlicher, sondern auch emotionaler und geistiger Natur. Aber erst später wurde mir klar, dass genau das die Kreativität beflügelt. Und diese Hürden sind der Treibstoff. Die da wäre. Wie also wurde dieser Unruhestifter aus Kansas zu einem Hollywood-Star? Alles begann in der Highschool, als er zusätzliche Kurse belegen musste. Und er schrieb sich für das Schauspielprogramm ein. Er tat es aus der Not heraus, aber sein Lehrer sah etwas Außergewöhnliches an ihm. So wurde er als Tony in der West Side Story besetzt. Dons Schauspielkarriere begann dort. Sagen wir einfach, die Bühne mochte ihn zurück. In einem Interview sagte er, der Moment, in dem ich auf der Bühne stand, war wie eine Droge. Die Menschen zeigten mir ihre Zuneigung, was mich für die Dinge, die ich zu Hause nicht bekam, mehr als entschädigte. Nach seinem Highschool-Abschluss beschloss er, sein neues Ziel in Vollzeit zu verfolgen. Er schrieb sich mit einem Teilstipendium an der University of Kansas ein und belegte Schauspiel als Hauptfach. Und seine Ankunft markierte den Beginn einer langen und aufregenden Karriere im Showgeschäft. Schließlich verließ er die Schule nach einer Weile und ging zum American Conservatory Theater in San Francisco, wo einige der besten Schauspieler der Branche ausgebildet wurden. Von da an ergaben sich neue Möglichkeiten. In den späten 1960 und frühen 1970 Jahren begann Don, kleine Rollen im Theater und in unabhängigen Filmen zu bekommen. Nichts Großes oder Spektakuläres. Aber es war auf jeden Fall eines seiner ersten Projekte, war der kantige postapokalyptische Thriller A Boy and His Dog. Der Film wurde zu einem Kultfilm und verhalf Don zu einiger Anerkennung. Von einer Berühmtheit war er jedoch noch Jahre entfernt. Während der meisten Zeit der 1970 Jahre zog Don in Hollywood umher und erhielt Jobs in Low-Budget-Filmen und Gastauftritte im Fernsehen. Er bahnte sich seinen Weg durch den Beruf. Er musste sich mit wiederholten Vorsprechen, Ablehnungen, kleinen Rollen und Zweifeln auseinandersetzen. Doch 1984 war es endlich soweit. Nach über einem Jahrzehnt des Beinahe-Ruhms. Don Johnsons großer Durchbruch kam, als er als Detective Sonny Crockett in Miami Vice, einer brandneuen Krimiserie, besetzt wurde. Niemand erwartete, dass der Film Erfolg haben würde. Aber er wurde zu einem kulturellen Phänomen. Don stellte nicht einfach nur einen Polizisten dar. Er war eine Modeikone, ein Frauenschwarm und ein Symbol für Coolness. Miami Vice war mit seinen schicken Outfits, schnellen Autos und dem Alligator als Haustier eine hochmoderne und ungewöhnliche Serie, die das Fernsehen veränderte. Plötzlich war Don Johnson überall zu sehen. Sie erscheinen auf Zeitschriftencovern, in Musikvideos und Diskussionssendungen. Die Leute schauten nicht nur Miami Vice, sie waren davon fasziniert. Er begann, mit jeder Folge Tausende von Dollar zu verdienen. Und nach 5 erfolgreichen Staffeln war er nicht mehr auf der Suche nach Ersatzteilen, sondern kaufte Häuser und reiste durch Europa. Der kleine Junge aus Kansas stieg schnell zu einer der größten Sensationen der 1980er Jahre auf. Don beließ es nicht bei der Schauspielerei. Er experimentierte auch mit Musik. Im Jahr 1986 veröffentlichte er das Pop-Rock-Album Heartbeat. Und raten Sie mal, was? Es wurde ein echter Erfolg. Die Titelsingle wurde ein Riesenerfolg und katapultierte Don in die Billboard-Charts. Er trat sogar live auf und nahm Duette mit Barbra Streisand auf. War er der beste Sänger der Welt? Wahrscheinlich nicht. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte Don Johnson alles machen und die Leute liebten es. Ende der 1980er Jahre hatte Don Johnson alles. Eine beliebte Fernsehsendung, eine florierende Musikkarriere, Filmangebote in Millionenhöhe und ein verschwenderischer Lebensstil mit Yachten, roten Teppichen und schicker Kleidung.
Sein Aufstieg zum Reichtum war nicht nur erstaunlich, er war ein Hollywood-Märchen, von dem viele träumen. Aber wie wir alle wissen, je höher der Aufstieg, desto steiler der Fall. Don Johnson stand kurz vor einem tragischen Sturz. Don begann schnell, eine Reihe von Fehlern und Fehlentscheidungen zu treffen, die dazu führten, dass er alles verlor. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in seinem Privatleben und seinen Beziehungen. Don Johnsons Achterbahnliebesleben. Don hatte nicht nur Dates, sondern sorgte auch für Schlagzeilen, wenn es um seine romantischen Beziehungen ging. Wir sprechen über einige der berühmtesten Frauen Hollywoods, über stürmische Ehen, Trennungen, Versöhnungen und sogar über eine Liebesgeschichte, die zur Geburt einer Tochter führte, die schließlich ein Filmstar wurde. Don Johnson war nicht nur für seine pastellfarbenen Kleider bekannt, sondern auch dafür, dass sein Herz zuweilen genauso chaotisch war. Aber fangen wir ganz am Anfang an. Wussten Sie, dass Don Johnson bei fast 5 verschiedenen Gelegenheiten mit 4 verschiedenen Frauen verheiratet war? 2 der Ehen waren sogar so kurz, dass sie innerhalb weniger Tage nach ihrem Beginn für null und nichtig erklärt wurden. Das Internet kennt die Identitäten der beiden Damen bisher nur vage. Eine von ihnen war jedoch eine Tänzerin, während die andere ein wohlhabendes Flittchen war, so Don, der diese Information preisgab. Viele reiche und berühmte Hollywood-Schauspieler lieben diese Art von Liebe, wenn sie jung und leichtsinnig sind. Als er jedoch Melanie Griffith kennenlernte, nahmen die Dinge in seinem Liebesleben eine ernstere und aufregendere Wendung. 1973 arbeiteten Don und Melanie am Set eines Films mit dem Titel The Harriet Experiment. Dort lernten sie sich zum ersten Mal kennen. Schon damals war ihre Freundschaft sicherlich etwas, das einige Leute zum Nachdenken anregte, dennoch waren die beiden buchstäblich unzertrennlich. Melanie hatte sich bereits verlobt, als sie 18 Jahre alt wurde. Im Januar 1976 gaben sie sich das Ja-Wort, aber schon im Juli desselben Jahres trennten sie sich wieder. Einige Monate später, im November, schlossen sie ihre Scheidung ab und lebten rechtlich getrennt. Und das innerhalb von nur wenigen kurzen Monaten. Gleichzeitig war es eine leidenschaftliche und schlampige Zurschaustellung von Hollywood-Stil. Aber jetzt wird es interessant. Das war noch nicht das Ende für Don und Melanie. Tatsächlich kamen sie nach mehr als einem Jahrzehnt endlich wieder zusammen und bewiesen, dass sie tatsächlich etwas Einzigartiges miteinander verband. 1989 war das Jahr, in dem sie erneut heirateten. Und dieses Mal war es von etwas viel Bedeutsamerem begleitet. Sie wurden mit der Ankunft ihrer Tochter Dakota Johnson gesegnet, die später selbst große Erfolge feiern sollte. Doch auch die zweite Runde blieb erfolglos. Im Jahr 1996 ging alles wieder von vorne los. Und Melanie offenbarte schließlich die Schwierigkeiten, die ihre Ehe belastet hatten. Sie sagte, er sei kein Engel, er sei nicht einfach und es falle mir schwer, mir ein Leben ohne ihn vorzustellen. Nichtsdestotrotz würden wir uns auf getrennten Wegen weiterentwickeln. Don hingegen sagte, dass trotz der Tatsache, dass sie zweimal getrennte Wege gegangen seien, die Liebe, die sie füreinander empfänden, stark sei. Ihm zufolge gibt es Menschen, die einfach dazu bestimmt sind, zusammen zu sein. Und ich glaube, dass das bei Melanie und mir der Fall ist, weshalb wir zweimal verheiratet waren. Die Vorstellung, dass, wenn man jemanden liebt, diese Liebe irgendwann vergeht, sich verwandelt und zu etwas anderem wird, ist etwas, an das ich nicht glaube. Deshalb haben sie sich ihre Nähe bis heute bewahrt. Sie teilten sich die elterliche Verantwortung für Dakota und gelegentlich kann man sie in der Öffentlichkeit sehen, wie sie ihre Unterstützung für ihre bekannte Tochter der Welt zeigen. Reden wir aber lieber über die anderen Frauen. Das liegt vor allem daran, dass Don selbst dann, wenn er nicht verheiratet war, immer noch damit beschäftigt war, hochkarätige Hollywood-Beziehungen einzugehen und zu beenden, die so verworren waren, dass sie für Schlagzeilen sorgten. Inwieweit ist Ihnen bekannt, dass Don mit Barbra Streisand zusammen war? In den späten 1980
1980er Jahren hatten sie sich zu einem richtigen Paar entwickelt. Sie waren das Paradebeispiel für ein Hollywood-Powerpaar. Erstaunliches, kraftvolles und unerwartetes Auftreten. Es war jedoch nie als Dauerzustand gedacht. Darüber hinaus hatte er eine Liebesbeziehung mit Patty D'Arbanville, einem Model und einer Schauspielerin. In den frühen 1980er Jahren wurde sie seine Langzeitfreundin. Obwohl sie mehrere Jahre lang zusammenlebten, haben sie nie geheiratet. Während ihrer gemeinsamen Zeit bekamen sie sogar einen Sohn namens Jesse Johnson, der heute ebenfalls als Schauspieler tätig ist. Außerdem ist da noch Uma Thurman, die die Liste vervollständigt. In diesem Fall gab es Gerüchte, und die beiden wurden in den frühen 1990er Jahren bei vielen Gelegenheiten zusammen gesehen. Andererseits war die Beziehung nur von kurzer Dauer und stieß wegen des Altersunterschieds zwischen den beiden auf viel Kritik. Darüber hinaus hatte Don eine romantische Beziehung mit Jodie Lynn O'Keefe, die viel Aufmerksamkeit erregte. Während der Produktion des Films Nash Bridges, in dem Jodie die Rolle seiner Tochter spielte, arbeiteten Don und Jodie gemeinsam an dem Projekt. Trotzdem begannen sie kurze Zeit später, sich zu verabreden, was die Medien in helle Aufregung versetzte. Wenn man bedenkt, dass Jodie erst 18 Jahre alt war, war er bereits in seinen 40ern. Schließlich gingen die beiden einige Jahre lang miteinander aus, was sicherlich auf viel Kritik stieß, da Don nicht davor zurückschreckte, sich mit jüngeren Frauen zu verabreden. War er stets von vielen Kontroversen und Gerüchten umgeben, wo immer er auftauchte. Don überraschte 1999 alle, als er sich nach all den dramatischen Trennungen, Versöhnungen und Romanzen auf dem roten Teppich, die er bis dahin erlebt hatte, endlich endgültig niederließ. Aber dieses Mal war es erfolgreich. Berichten zufolge heiratete er Kelly Flagger, eine in San Francisco lebende Prominente und ehemalige Vorschullehrerin. Sie hatte eine ganz andere Ausstrahlung als die protzigen Hollywood-Typen, mit denen er in der Vergangenheit ausgegangen war. Und vielleicht war es genau das, was er brauchte, damit es funktionierte. Don und Kelly waren damals beide in ihren 20ern. Trotz des großen Altersunterschieds zwischen ihnen war ihre Ehe erfolgreich. Da sie seit mehr als 20 Jahren zusammen sind, gab es keine Skandale oder Dramen. Ihr Liebesleben war friedlich und beständig. Während ihrer gemeinsamen Zeit haben sie 3 Kinder und Don führt seine Entwicklung zu einem besseren Menschen häufig auf Kellys Fähigkeit zurück, ihm zu mehr Bodenhaftung zu verhelfen. Sie hatten jahrzehntelang einen verrückten Lebensstil geführt, aber sie war die Ruhe inmitten seines Sturms. Bevor sie jedoch auf den Plan trat, führte Don ein unglaublich wildes Leben. Und diese Lebensweise führte schließlich zu seinem Untergang und den schwersten Verlusten, die er je erlebt hat. Dons Kämpfe mit der Sucht. Wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es fast immer eine Schattenseite, wenn jemand eine solche Berühmtheit wie Don Johnson erlangt. Bei Don waren nicht nur die Belastung durch den Ruhm und der Stress in Hollywood im Spiel. Was vor sich ging, war wesentlich tiefgreifender. Denn hinter den Kulissen hatte Don mit Dämonen zu kämpfen, die fast alles zerstörten, was er aufgebaut hatte, während der Rest der Welt eine selbstbewusste, ruhige und unantastbare Figur in weißen Leinenanzügen und Ferraris sah. Mit anderen Worten, Don Johnsons Leben begann aus den Fugen zu geraten, weil seine Berühmtheit riskant und seine finanzielle Situation chaotisch wurde. Unmittelbar nach dem Erfolg von Miami Vice wurde Don Johnson zu einem der bekanntesten Männer auf der ganzen Welt. Er war wohlhabend, sah gut aus und ging mit den berühmtesten Leuten in Hollywood aus. Im wahrsten Sinne des Wortes konnte er alles bekommen, was er da wollte. Doch mit dieser Art zu leben kam noch etwas anderes hinzu. Manche Leute bezeichnen es als den unvorteilhaften Aspekt der Hollywood-Berühmtheit. Don begann zu feiern, wann immer er konnte. In den 1980er Jahren gab es in der Partyszene mehr als nur Drinks und Tanz. Es gab auch eine Vielzahl illegaler Drogen,
darunter auch Alkohol. In Hollywood gab es viele Gelegenheiten, in Versuchung zu geraten. Außerdem hielt sich Don nicht zurück. Über viele Stunden hinweg arbeitete er an einer Vielzahl von Aufgaben. Und wenn er nicht an dem Film arbeitete, ging er in Clubs, feierte Partys und fand Wege, den Stress auf irgendeine Weise abzubauen. Don gestand später in Interviews, dass er durch den Druck, den er von Hollywood erhielt, diesen unerwünschten Lastern ausgesetzt war. Diese Gespräche fanden viele Jahre später statt. Als ich als junger Mann in Hollywood lebte, war es schwierig, Partys und illegale Drogen zu vermeiden, denn sie waren überall präsent. Die Situation wird nicht sofort problematisch. Man braucht Zeit und infolgedessen wurden einige unkluge Entscheidungen getroffen. Das stimmt. Sein Genuss dieser Laster und die daraus resultierende Sucht legten den Grundstein für seine Fehlentscheidungen, die schließlich dazu führten, dass er bankrott war und sich finanziell nicht mehr selbst versorgen konnte. Schließlich wurde der Alkohol für ihn zum Fluchtmittel. Die Sorgen, die Berühmtheit, die Einsamkeit und die ständigen Erwartungen, die mit dem Dasein als Hollywood-Star einhergingen, waren alles Dinge, die auf diese Weise bewältigt werden konnten. Jeder, der schon einmal dabei war, weiß jedoch, dass es immer mit einem Gefühl der Freude beginnt, das dann aber in Anarchie umschlägt. Der Konsum von Alkohol und die Teilnahme an Partys begannen sich auf alles auszuwirken. Seine Karriere, seine Beziehungen und sogar seine Gesundheit. Zu Beginn der 1990er Jahre wurden die Risse sichtbar. Dons Ruhm hatte jedoch nicht abgenommen. In der Tat hatte er eine weitere erfolgreiche Serie begonnen, die den Namen Nash Bridges trug. Doch er war nicht mehr derselbe schöne junge Mann. Ihm wurden Stimmungsschwankungen und unberechenbares Verhalten vorgeworfen, darunter ein weithin bekanntes und umstrittenes Gespräch mit den Morgenradio-Moderatoren Ron Diaz und Ron Bennington, in dem er sie unter Alkoholeinfluss beleidigte und bedrohte. Nach einiger Zeit begab er sich in ein Rehabilitationszentrum, wobei die Einzelheiten seiner Einweisung damals noch vertraulich behandelt wurden. Andererseits erklärte er schließlich, dass er ein Stadium erreicht hatte, in dem er es nicht mehr richtig verbergen konnte. Er erkannte, dass er alles, wofür er gearbeitet hatte, verlieren würde, wenn er nicht mit dem Trinken aufhörte. Das Trinken hatte die Kontrolle über ihn übernommen. Seine Familie, sein Beruf und vielleicht sogar sein Leben standen auf dem Spiel. Es war ein böses Erwachen, aber es zwang ihn, sich der Realität zu stellen. Obwohl sein Kampf mit der Sucht schwierig war und er eine Reihe von Fehlentscheidungen getroffen hatte, hätte ihn nichts angemessen auf die finanziellen Herausforderungen vorbereiten können, die in der Zukunft noch vor ihm lagen. Alles begann mit einem einzigen umstrittenen Ereignis, das eine völlige Veränderung bewirkte: die Kontroverse um die Dokumente. Im Jahr 2002 hatte Don Johnson seinen Status als der schillernde Frauenschwarm, der er einmal gewesen war, verloren. Trotzdem behielt er seinen Ruhm, seine attraktive Persönlichkeit und seine Fähigkeit, mit Privatflugzeugen durch die ganze Welt zu fliegen. Plötzlich war Don wieder in den Medien präsent. Aber nicht wegen einer neuen Rolle im Fernsehen oder wegen einer Veranstaltung auf dem roten Teppich. Im Gegenteil, es ging um etwas, das wirklich beunruhigend und umstritten war. Bis heute gilt es als eine der seltsamsten und unglaublichsten Erfahrungen, die er in seiner Karriere gemacht hat. Als Don Johnson im November 2002 über Europa flog, war er in Europa. Er landete in der Nähe der deutsch-schweizerischen Grenze und war auf dem Weg nach Deutschland, einem Gebiet, das Milliardäre und Banker aus ganz besonderen und geheimen Gründen häufig aufsuchen. Die Zollbehörden führten jedoch eine normale Kontrolle seiner Taschen durch, wie sie es jedes Mal tun. Was sie in seiner Aktentasche entdeckten, war etwas völlig Ungewöhnliches. In der Tat hat sie ein deutliches Warnzeichen gesetzt. Bei ihren Ermittlungen stießen die deutschen Zollbeamten auf Finanzunterlagen, die mit Bankkonten im Wert von mehr als 8 Milliarden Dollar verbunden waren. Es handelte sich nicht nur um eine Sammlung von Quittungen oder Steuerunterlagen.
Zu den sensiblen Materialien gehörten Aufzeichnungen über hochrangige Finanztransaktionen, Unterlagen über Investitionen und Dokumente im Zusammenhang mit großen Auslandsüberweisungen. Der Verdacht der Polizisten wurde dadurch sofort geschärft. Während sie Don zum Verhör festhielten, leiteten sie gleichzeitig eine Untersuchung wegen möglicher Geldwäsche ein. Und eine Zeit lang war die Lage ziemlich ernst. Eine Sprecherin des deutschen Zollfahndungsamtes teilte den Reportern mit: Es bestehe der begründete Verdacht, dass Herr Johnson Geschäfte im Auftrag anderer Personen tätigte. Es ist nicht notwendig, dass Sie Dokumente im Wert dieser Summe in einem Auto transportieren, wenn alles gesetzeskonform ist. Daraufhin begannen die Behörden zu untersuchen, mit wem die Konten in Verbindung standen, wohin das Geld floss und welche Rolle Don in dieser Situation wirklich spielte. Arbeitete er mit Geschäftsleuten aus anderen Ländern zusammen? War er an einem Komplott beteiligt? Oder war er nur das Gesicht von etwas viel Schlimmerem? Die Medien berichteten sofort über diese Nachricht. Es stellte sich heraus, dass es sich um etwas ganz anderes handelte. In einigen Boulevardzeitungen kursierten Gerüchte, wonach Don in ein Finanzkomplott mit hohem Einsatz verwickelt war. Viele meinten, er sei möglicherweise hereingelegt worden und habe ohne sein Wissen Dokumente für skrupellose Händlertausch transportiert. Don machte jedoch deutlich, dass er sich keines Fehlverhaltens bewusst war, das stattgefunden hatte. Die Dokumente seien Teil eines Vorschlags zur Finanzierung eines Films gewesen und er sei zu dieser Zeit nur mit Geschäftspartnern unterwegs gewesen. Er habe kein Geld überwiesen, sondern nur Dokumente. Außerdem beteuerte er, dass es keine unrechtmäßigen Aktivitäten gegeben habe. Erfreulicherweise kamen die deutschen Ermittler nach Prüfung der Beweise zu demselben Schluss. Nach einigen Wochen stellten sie das Verfahren gegen ihn ein, da sie keine Beweise für ein illegales Handeln seinerseits fanden. Es gibt weder eine Anklage noch eine Verhaftung. Ganz zu schweigen von der großen Verwirrung. Trotzdem hielt die Kontroverse weiter an. Der Schaden war bereits angerichtet, auch wenn Don Johnson keiner Straftat beschuldigt wurde. Diese Schlagzeilen waren wirklich heftig. Im Internet brach ein Aufruhr aus. Und für einen Mann, der bereits mit einer Vielzahl von Geschichten über sein Privatleben zu kämpfen hatte, war dies nur noch mehr Benzin im Feuer. Die Leute fingen an, Fragen zu stellen wie: Hatte Don eine geheime finanzielle Situation? Ist er nebenbei in potenziell gefährliche Aktivitäten verwickelt? Hatte er andererseits mit den falschen Leuten zu tun? Und plötzlich war er nicht mehr nur ein ehemaliger Frauenschwarm, der mit seiner Sucht zu kämpfen hatte. Jetzt war er ein ehemaliger Frauenschwarm, der mit einem internationalen Geheimnis verbunden war, das 8 Milliarden Dollar wert war. Außerdem war die Tatsache, dass er entlastet wurde, irrelevant. Hollywood muss sich um jeden Preis von Kontroversen fernhalten. Hinzu kommt, dass Don aufgrund der schlechten Presse nicht in der Lage war, mehrere Aufträge zu erhalten. Tatsächlich war diese Affäre der Beginn einer ganzen Reihe von finanziellen Schwierigkeiten des Schauspielers. Don Johnsons finanzielle Probleme. Obwohl es Don gelang, seinen Ruf zu retten und den großen Vorfall mit der Geldwäsche zu überleben, hatte er weiterhin mit seiner finanziellen Situation zu kämpfen. Tatsächlich standen sie erst am Anfang ihrer Reise. Anfang der 2000er Jahre begann der Glanz zu verblassen und die Zahl der Schauspielangebote nahm ab. Dennoch gab Don Johnson weiterhin Geld aus, als ob es nie an Geld mangeln würde, anstatt zu sparen oder umsichtig zu investieren. Es geht hier nicht nur um die Kosten, die Don Johnson verursacht, sondern auch um mehrere Wohnsitze, schicke Autos, teure Ex-Frauen, Unterhaltszahlungen und vieles mehr. Dies erwies sich als ein entscheidender Fehler, der ihn letztendlich alles kosten sollte, was er besaß. Und dann kamen die kommerziellen Unternehmungen. Das ist der Punkt, an dem alles zu einer Katastrophe wurde. Was Sie wissen müssen, ist, dass Don begann, in Dinge zu investieren, die er nicht vollständig verstand. Und all diese katastrophalen Entscheidungen begannen sich zu häufen. Und obwohl es offensichtlich war, dass sein Einkommen instabil war, lebte Don weiterhin
einen verschwenderischen Lebensstil. Die Grundlage seiner finanziellen Situation begann zu bröckeln, und jeder Monat brachte nicht nur neue Ausgaben, sondern auch neue Schulden mit sich. Und sein Geldfluss wurde immer schwächer. Das archetypische Beispiel für den Sündenfall eines Prominenten. Dieser äußerlich wohlhabende Mensch war innerlich völlig zerrüttet. Aber der verheerendste Schlag war, als er gefährlich nahe daran war, sein atemberaubendes Haus in Aspen, Colorado, zu verlieren, das $1 Million wert war. Don war viele Jahre lang Eigentümer dieses prächtigen Anwesens. Einfach ausgedrückt war dies kein Haus. Es war ein Bergparadies mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern, das in einer der teuersten Postleitzahlen der Vereinigten Staaten versteckt war. Im Jahr 2004 war Don jedoch nicht mehr in der Lage, die Kontrolle über praktisch alles zu behalten. Laut den bei Gericht eingereichten Unterlagen zahlte Don Johnson eine Schuld in Höhe von $930.000 nicht zurück, woraufhin die Bank damit drohte, die Wohnung zu beschlagnahmen. Aufgrund der Schwere des Problems waren sie buchstäblich nur ein paar Stunden von der Zwangsvollstreckung des Hauses entfernt. Er wurde jedoch in letzter Minute gerettet, als eine ungeklärte finanzielle Unterstützung eintraf. Dies machte die Situation für ihn möglich. Bis heute ist nicht ganz klar, wie er das geschafft hat. Einige Leute glauben, dass es ein mysteriöser Investor war. Andere sind der Meinung, dass Don die Mittel von seinen reichen Freunden erhalten hat. Von einigen Insidern wurde auch behauptet, dass er seine eigenen Bestände liquidiert hat. Vielleicht ein Kunstwerk, ein Schmuckstück oder ein Auto, einfach um die Zahlung pünktlich zu leisten. Andererseits hätte er beinahe eine totale Katastrophe abgewendet. Andererseits war der Schaden bereits eingetreten. Und es war inzwischen allgemein bekannt, dass Don Johnson in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten steckte. Er schuldet Millionen von Dollar, und zwar nicht nur für ein einziges Darlehen, sondern dann für eine ganze Reihe verschiedener Gläubiger. Eine Reihe von Einrichtungen, darunter das Aspen Valley Hospital, ein Spirituosengeschäft und eine Anwaltskanzlei, werden in diese Diskussion einbezogen. Darüber hinaus war es ziemlich erschütternd zu sehen, wie ein Mann, der früher den Äther beherrschte, um mehr Zeit bat, damit er seinen Wohnsitz behalten konnte. Die Bewunderer waren verblüfft, als sie erfuhren, dass die Immobilie kurz vor der Zwangsversteigerung stand. Wie kann ein Mann, der zig Millionen Dollar verdient hat, am Ende pleite sein? Wie kann es sein, dass jemand, der einen so großen Erfolg erzielt hat, nur eine einzige verpasste Zahlung davon entfernt ist? Alles zu verlieren? Die Boulevardpresse spielte völlig verrückt. Sie bezeichneten den Vorfall in ihren Berichten als den ultimativen Reichtum-zu-Lumpen-Moment. Außerdem erlitt Dons Ruf eine Reihe von Schlägen. Das war jedoch noch nicht das Ende der Geschichte. Im Jahr 2008 reichte Don eine Klage gegen die Produktionsfirma Reicher Entertainment ein, in der er behauptete, dass sie ihm unbezahlte Einnahmen aus seinem Programm Nash Bridges schuldeten. Die Klage belief sich auf insgesamt $23 Millionen. Warum entschied er sich, Klage einzureichen? Weil er das Geld dringend brauchte. Er behauptete, dass die Serie mehr als $1 Milliarde durch Syndizierungs- und Vertriebsvereinbarungen eingenommen hatte und verlangte, dass ihm der ihm rechtmäßig zustehende Anteil zugesprochen wird. Die gerichtliche Auseinandersetzung war kompliziert und zog sich über einen langen Zeitraum hin. Am Ende ging Don jedoch als Sieger hervor. Eine Jury sprach ihm $23,2 Millionen zu. Mehr noch, es war wie ein finanzieller Rettungsanker, der ihm zugeworfen wurde, als er gerade unterzugehen drohte. Andererseits hatte Don zu diesem Zeitpunkt bereits eine Menge Erfolg und Misserfolg erlebt. Außerdem entlastete ihn das Geld nicht völlig von dem Ruf, unvorsichtig mit Geld umzugehen. Man darf nicht vergessen, dass Don eine lange Geschichte von Beziehungen zu prominenten Frauen hatte und dass diese Beziehungen alles andere als billig waren. Die Zahl der Scheidungen war hoch, es mussten Unterhaltszahlungen geleistet werden, es gab teure Mahlzeiten und alles war Designer. In Hollywood kursierten Gerüchte. Don habe mit Anfang 60
das Ende seiner Karriere erreicht. Im Gegensatz zu früher meldeten sich die Studios nicht mehr so häufig. In Verbindung mit der Tatsache, dass das Älterwerden in Hollywood eine schwierige Erfahrung sein kann, insbesondere für jemanden, der seine Karriere als umwerfender Hauptdarsteller aufgebaut hatte, ging die Zahl der Angebote zurück. Im Laufe der Zeit ging es nicht mehr nur um Geld, sondern auch um Relevanz. Und es sah so aus, als würde Don schnell seine Kraft verlieren. Doch gerade als es so aussah, als ob er seinen Tiefpunkt erreicht hätte, schockierte Don Johnson alle Erwartungen. Nicht ein einziges Mal hat er aufgegeben. Er ist nicht verschwunden. Vielmehr arbeitete er sich methodisch und zielstrebig zurück ins Rampenlicht. Diesmal ging es jedoch nicht darum, ein Hauptdarsteller oder ein Publikumsliebling zu werden. Die Rolle des weisen und ruhigen Älteren, der schon alles erlebt hat, spielte eine wichtige Rolle in diesem Spiel. Er wurde in Rollen in Fernsehserien wie Eastbound and Down sowie in Filmen besetzt und hatte 2024 einen Auftritt in dem von Netflix produzierten Film Rebel Ridge. Durch diesen Film wurde eine neue Generation von Bewunderern auf ihn aufmerksam. Und auf diese Weise hat er sich selbst eine zweite Chance gegeben. Im Alter von 75 Jahren ist Don Johnson ein Überlebender des Ereignisses. Er ist nicht mehr der verantwortungslose Partylöwe, der er einmal war. Und auch nicht der völlig pleite gegangene Prominente, der die Banken anflehte, ihm sein Haus zu erhalten. Er ist ein Mann, der Widrigkeiten wie Sucht, Skandal, Rechtsstreitigkeiten und finanzielle Verwüstungen durchgestanden hat und es dennoch geschafft hat, seine Würde zu bewahren. Er ist sehr stolz auf seine Nüchternheit. Er hat einen guten Draht zu seinen Kindern. Sowohl die Höhen als auch die Tiefen seiner Reise hat er akzeptiert. Und um die Wahrheit zu sagen, es gibt etwas wirklich Wichtiges daran. Wenn er zurückblickt, ist es mehr als offensichtlich, dass der Beginn seines Untergangs damit zusammenhing, dass er einen Lebensstil zu führen begann, den er mit seinem Gehalt nicht finanzieren konnte. Die Villen, der ganze Schnickschnack und der Glamour gehörten ihm, weil er sie hatte. Was ihm jedoch fehlte, war eine gut durchdachte Strategie. Er ließ nicht nach in seinen Bemühungen, seine finanzielle Stabilität zu verbessern. Kein Geld für einen Regentag, kein langfristiger Umgang mit Geld. Einfach Geld ausgeben, das durch Ruhm motiviert ist, und völliges Vertrauen in die falschen Leute setzen. Und als die großen Schecks ausblieben, konnte er sich endlich wieder aufraffen. Es ist jedoch anzumerken, dass er möglicherweise Millionen verloren haben könnte. Es ist möglich, dass er die Dinge durcheinander gebracht hat. Jetzt ist Don Johnson aber immer noch da. Was halten Sie davon? Besser als je zuvor. Das ist er. Aber was denken Sie darüber? Ist Don Johnson durch seine Erfahrungen wirklich gewachsen? Oder gibt es noch weitere Dramen, die noch nicht enthüllt wurden? Deshalb hier eine Frage an Sie. Sollten Hollywood-Stars Ihrer Meinung nach offener mit ihren finanziellen Misserfolgen umgehen? Oder sollten sie ihr Image auf jeden Fall schützen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen, Ihre Stimme zählt hier. Und wenn Don Johnsons Geschichte Sie inspiriert hat, dann lieben Sie dieses Video, abonnieren Sie es für weitere, ehrliche Einblicke in die Welt der Prominenten und tippen Sie auf die Glocke, damit Sie die nächsten Nachrichten nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und denken Sie daran, hinfallen gehört zur Geschichte. Wieder aufzustehen, das ist das Vermächtnis.